Mein Name ist Calypso und mit meiner Freundin Marina sind wir auf der Suche nach Delfinen im Golf von Mexiko. Dabei landen wir auf einer einsamen Insel. Warst du schon mal allein auf einer Insel? Dann komm mal mit. Heute haben wir eine Tour gebucht von Campeche Richtung Isla Aguada. Auf dem Weg dorthin sind wir durch Champoton gefahren. Das ist ein Fischerort, in dem wir erstmal gefrühstückt haben und dann sind wir weitergefahren auf der Suche nach Delfinen. Unser Frühstücksrestaurant lag direkt am Meer und wir konnten kleine Köpfe beobachten. Das sind Fischer, die Krabben und Muscheln sammeln. Wir hatten heute wirklich einen super sympathischen Fahrer, der uns ein paar Worte auf Maya beigebracht hat. Ich konnte mir leider nur das Wort Tutsch merken. Tutsch bedeutet Bauchnabel. Sonst hat er uns noch zum Beispiel Wörter wie tanzen oder essen beigebracht und war wirklich sehr lustig drauf. Herr Isidro hat uns also den ganzen Tag begleitet und sicher von A nach B gebracht. Buenos días, Marina. Buenos días. Aquí andamos en Isla Aguada y ojalá vamos a ver delfines hoy. Vamos a hacer un tour en lancha, otro tours, porque nos gustan mucho los tours. Ahí nos vamos y por aquí viven los delfines. So, wir fahren jetzt darüber. Wir kommen von dort, von der Insel Isla Aguada. Das ist keine richtige Insel, mehr so eine Halbinsel. Und wir fahren jetzt darüber zu diesen kleinen Inseln, die wir uns angucken. Und auf dem Weg dahin wollen wir hoffentlich Delfine sehen. Mira. Ahí vive el delfín. ¡Wow! Curita. ¿Acostumbras nadar con los delfines? Nadar no, ¿No? nadar no se puede. Como ellos aquí están en su hábitat natural, hay veces que igual cargan sus crías. Ah, ya. Y claro que si uno entramos al agua con ellos, no sabemos la reacción de la madre hacia nosotros. Sí, claro. Así que por seguridad mantenemos nuestra distancia. Solo Sí. nos acercamos a observarlos. Waouh. Il y en a plus de côté. Ouais, il y en a 3. C'est des bébés en fait? No, esos son adultos, ¿verdad? Mande. Esos son adultos, ¿verdad? La mayoría sí. Wow, están bien cerquita. Pero como son algo, se ven algo chicos, podrían ser hembras. Ah, es muy fresh. Ah, ils se roulent dans la... Oh non, ils ont bizarre. Pourquoi tu t'amuses? Estaban jugando, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, Mais quoi? ils étaient en train de se... Chamailler? Non. Que penses-tu des petits dauphins, Marina? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont mignons, ils s'amusent un petit peu avec nous parfois. Ouais. Du coup, Ça approche. on est parti de là-bas, de ce côté, et on va aller de ce côté. Oui, sur les petites îles qu'on peut apercevoir au loin.
So, hinter dieser Brücke fängt der Golf von Mexiko an und hier in der Lagune haben wir eine ganze Weile Delfine beobachtet. 2018 wurden die Delfine mal gezählt und es gab 2000 Delfine, die hier in der Lagune leben. Jetzt gleich fahren wir auf diese Inseln darüber. Ui, hier ist noch ein Delfin. Des petits sauts. Ellas forman parte de las aves migratorias. Aquí también llegan lo que son algunas garzas. Ella va entre los manglares y busca lo que es una horqueta, una rama en forma de Y. Ella mete su cuello, deja caer su pez ante la frustración de no encontrar alimento. Al ser un ave que no se puede, las fragatas jóvenes llevan la cabeza y el pecho blanco. La hembra lleva solamente la parte del pecho blanca y el macho es el que lleva la bolsa. Hattest du schon mal eine Insel für dich allein? Ich auch noch nie. Wir sind hier auf der Insel angekommen in der Lagune und wir sind wirklich alleine, nur Marina und ich, auf dieser schicken Insel. Und dürfen wir baden, uns aufhalten, etwas Zeit verbringen, in der Hängematte entspannen und ein bisschen spazieren. Da hinten sind noch Mangroven. Wow! Là, j'aurais pu partir regarder. Wir testen die stabile Schaukel. Isla Guada, Marina ist da. Ist der kaputt? Marina ist auf Isla Guada angekommen. J'ai vraiment failli partir avec la balançoire. Ouais, j'ai vu ça. Décollage imminent. Waouh, c'est quand même impressionnant. J'ai jamais été toute seule sur une île comme ça. Moi non plus. Enfin, non, pas comme ça. Bon, on va s'installer sur les hamacs. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Dommage qu'on n'a pas prévu un petit café, un petit pignard. Ouais, on a que de l'eau. Bah, ils ont dit y a rien sur l'île. Ah oui. Wow, traumhaft schön. Auf dieser Seite dürfen wir gleich baden gehen. Oder gehen wir gleich baden? Oder, Marina? Si, ja. Marina sagt einfach ja, auch wenn sie kein Deutsch versteht. Hi. Aber ein bisschen versteht sie Deutsch, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, wir kommen von da drüben. Da ist die Insel der Vögel, die wir uns vorhin angeguckt haben. Und wir laufen jetzt ein bisschen Richtung Mangroven. Aber wir dürfen da nicht zu nah dran, wegen der Vögel, die ihr Territorium beschützen. Und hier auf der Seite, da dürfen wir nicht rein, weil sonst sinken wir in den Sand rein. Das ist so ein Sand, der Menschen frisst. Und ja, traumhaft schön. Ein sehr unerwartetes Erlebnis. Und wir sind natürlich nicht alleine. Der Touri-Guide und der Bootsführer chillen jetzt auch hier auf der Insel. Und haben uns nicht alleine zurückgelassen, zum Glück. Aber ja, wir dürfen jetzt uns hier aufhalten, ein bisschen baden. Und hinter mir sind die Mangroven. Und da sind die Hängematten. Heute ist unser letzter Urlaubstag von Marina und mir zusammen. Morgen früh fliegen wir zurück nach Mexico City. Sie sammelt, glaube ich, Muscheln. Und morgen haben wir noch ein paar Stunden in Mexico City und dann verlässt Marina Mexiko. Sie winkt für die Kamera.
Une petite danse. Wouh! Allez, ça, vas-y. Mahina malt was Schönes in den Sand, damit wir gleich wir gehen gleich ins Wasser. Ah, es ist angenehm, eine Abkühlung. Dann ist es wirklich ziemlich heiß, aber perfekt, weil ich bin eine Schildkröte und ich brauche Wärme. 16, 11, 24, Isla Aguada. Ah, c'est Aguada. Das Kunstwerk und die Künstlerin. Yeah, c'est moi l'artiste. Wir kommen von der Küste auf der anderen Seite. Von da sind wir hergefahren mit dem Boot und es sieht so aus, als ob es auf der anderen Seite auf Isla Aguada regnen würde. Und wir haben hier schöne Sonne. Wir haben die Insel jetzt an mehreren Stellen warm gebadet und es sind noch 2 andere kleine Bötchen gekommen. Also 3, 4 Leute sind jetzt noch auf der Insel dazugekommen. Aber ich muss sagen, während dieser 2,5 Wochen hatten wir immer wahnsinniges Glück, dass wir immer die Ersten waren. Alle Orte, die wir besichtigt haben, sind wir immer als Erste angekommen. Immer 15 Minuten, halbe Stunde vor allen anderen und konnten dann den Ort, die Umgebung so schön genießen, weil wir immer so einen kleinen zeitlichen Vorsprung hatten, interessanterweise. Ganz zufällig. Marina meinte, die Mayas wollten, dass wir ihre Kultur zeigen, weiterbringen, teilen. Und das hoffe ich gemacht zu haben in den letzten Videos, in diesen Videos. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die schneiden werde, aber ich freue mich sehr, wenn du dabei warst, die Videos über Mexiko anschaust und natürlich auch meine Videos übers Stricken. Der Regen hat uns erreicht. Von der Küste ist die Wolke hier rüber gekommen und ich sitze jetzt auf der Hängematte und Marina steht unter der Palapa. Palapa? Palapa. Ah, si. Marina, quel est mon mot préféré en espagnol? Ahorita no. Ahorita no. So, ¿qué pasó? Ahorita no ist mein Lieblingswort auf Spanisch, sagt Marina. Das bedeutet einfach nur jetzt nicht. Ein höfliches Nein, später vielleicht. Ahorita no. Ja, wir warten, dass die Wolke vorübergeht. Aber das Wetter ist immer noch sehr angenehm. Und Sprung. Schaut euch meinen Sprung an. Ich bin gesprungen. Gestern in Etzna waren wir in einer Maya-archäologischen Stadt. Und da bin ich von einer Pyramide auf die andere gesprungen. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Hier auf YouTube ein Reel, das ich gemacht habe, ein Short, mein Sprung. Unsere gemeinsame Zeit in Mexiko neigt sich dem Ende, aber ich hoffe doch sehr, dass Marina Mexiko verlässt mit der Vorfreude, in Zukunft wiederzukommen. Wir hatten auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit hier und ich freue mich, wenn ihr meine Videos über Mexiko schaut. Es wird in Zukunft immer wieder Videos über Mexiko geben, während meines etwas längeren Aufenthaltes hier hatte ich die Zeit und auch die Möglichkeit, einige Videos für euch zu machen über die vielen Orte, die ich besuchen und kennenlernen und entdecken durfte. Das hat furchtbar viel Spaß gemacht. Es macht mir immer ganz schön viel Spaß und weil Mexiko ein wichtiger Teil von mir ist, mache ich eben auch gerne Videos über meine Abenteuer auf dieser Seite des Atlantiks. Auf dem Rückweg von Isla Aguada nach Campeche haben Marina und ich den Tag auf dem Strand Sabancuy ausklingen lassen. Ein traumhaft schöner Strand, wo wir ein paar Stunden uns aufhalten durften. Das Meer war etwas aufgewühlt, deswegen saßen wir vor allem am Strand, haben geschaukelt und ein bisschen die Sonne genossen.
Ich kann immer am besten am Strand entspannen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr einen Lieblingsort, an dem ihr am besten entspannen könnt? Bei mir ist es auf jeden Fall am Meer. Das warme Wetter, das Rauschen der Wellen, der blaue Himmel und der Horizont machen mich einfach super glücklich. Wenn ich im Meer bade, nehmen die Wellen alle meine Sorgen mit und ich fühle mich danach wie neugeboren. Wie geht es euch? Habt ihr auch einen Lieblingsort, an dem ihr eure Batterien vollständig aufladen könnt und alle eure Sorgen hinterlassen könnt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von Marina und freue mich auf das nächste Video mit euch zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!